Nach vielen Monaten werden Grafikkarten und auch andere PC-Komponenten endlich wieder günstiger. Euch sollte dabei aber bewusst sein, dass die Preise immer noch hoch sind, sich die Lage aber nun schon etwas entspannt hat und in den nächsten Wochen und Monaten weitere Preissenkungen anstehen könnten. Dieses Mal hat sich das PCGH-Ratgeber-Team Gedanken gemacht, wie ein PC im sehr hochpreisigen Bereich von etwa 4.000 € aussehen könnte. Wer so viel Geld ausgibt, möchte sicherlich auch kaum Kompromisse eingehen. Daher würden wir bei der Grafikkarte die kürzlich vorgestellte GeForce RTX 3080 Ti wählen, die laut dem PCGH-Leistungsindex mit 96% nur geringfügig langsamer ist als die sehr teure GeForce RTX 3090, die unsere aktuelle Referenz mit 100% darstellt. Wer natürlich noch etwas Geld auf der hohen Kante hat, kann auch gleich zur RTX 3090 greifen, zumal diese Karte mit 24 GB statt 12 GB auch doppelt so viel Speicher hat. In einem 4.000 € PC sollte die aktuelle CPU-Referenz von PCGH nicht fehlen. Und die ist aktuell der AMD Ryzen 9 5950X. Mit einem Straßenpreis von etwa 780 € ist diese CPU aktuell zwar nicht günstig, bietet dafür aber auch 16 CPU-Kerne mit 32 Threads. Die Kühlung übernimmt die All-in-One-Wasserkühlung Silent Loop 2 360 mm von Be Quiet mit 3 Silentwings 3 PWM-Lüftern. Der CPU-Block ist mit LEDs ausgestattet. Dabei kann die ARGB-Beleuchtung mit entsprechenden Mainboards synchronisiert werden. Doch wie sieht die Wartung bei so einer Wasserkühlung aus? Nach etwa 2 Jahren Gebrauch muss das System mit dem mitgelieferten Kühlmittel nachgefüllt werden. Wie steht ihr zu einer All-in-One-Wasserkühlung? Und habt ihr damit bereits Erfahrungen gesammelt? Hinterlasst gern eure Meinungen in den Kommentaren. Und gebt uns doch gleich einen Daumen nach oben, falls euch dieses Video gefällt. So viel GPU- und CPU-Leistung erfordert natürlich auch ein leistungsstarkes Netzteil. Diesen PC haben wir mit dem brandneuen Fractal Design Iron Gold 850 Watt konfiguriert. Der Hersteller verwendet hier einen leisen 140 mm Lüfter aus der Dynamic-Reihe. Eine 80 plus Gold-Effizienz, japanische Premium 105 Grad Celsius Kondensatoren und stolze 7 Jahre Garantie lassen auf eine hohe Langlebigkeit dieses vollmodularen Netzteils schließen. Auch das Gehäuse stammt von Fractal Design und sorgt für ein schlichtes und edles Design in einem 4.000 € Rechner. Das Define 7 hat sich in den PCGH-Tests den Platz 1 unter den MIDI-Tower-Gehäusen gesichert und so haben wir zusammen mit Fractal Design von diesem Gehäuse auch eine spezielle PCGH-Edition auf den Markt gebracht. Das Highlight in der PCGH-Edition sind die 3 hochwertigen Venturi HF-Lüfter, die mit nur 800 Umdrehungen pro Minute laufen, während die Dynamic X22 GP14 Lüfter in der Standardversion mit 1200 Umdrehungen pro Minute betrieben werden. Im Mainboard haben wir das MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi ausgewählt. Bei der SSD kann es ruhig eine M.2 SSD mit 2 TB Speicher sein. Die Geschmäcker sind hier natürlich sehr verschieden. Gleiches gilt für die Größe des Arbeitsspeichers. Hier im Video sind die Corsair Vengeance RGB Pro Module mit insgesamt 64 GB zu sehen. Der hier vorgestellte PC kann in dieser oder einer ähnlichen Konfiguration bei Dubaro als Komplett-PC bestellt werden. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vor dem Kauf bei Dubaro können übrigens Änderungen bei den Bauteilen vorgenommen werden. In Cyberpunk 2077 mit der Grafikeinstellung Raytracing Ultra und 4K-Auflösung kommen wir mit diesem PC im Durchschnitt auf rund 60 FPS. Im 3D-Mark Firestrike Ultra sind es übrigens 12.450 Punkte, falls ihr mit den PCGH-PCs unter pcgh-pc.de vergleichen wollt. Noch mehr Infos zum Thema Gaming-PC für 4.000 € gibt es unter pcgh.de/gaming-pc-4000.